Die Musik sagt meinen Namen. Der Erzähler singt mit der Musik mit. Wie irre ist das? Fahrstuhlsimulator, halt echt. Okay, also ich komme auf jeden Fall nicht weg. Was ist, wenn ich den Fahrstuhl mit nach oben drücken rufe? Das macht keinen Unterschied, ne? Nee. Da ändert sich nichts mehr. Okay. Oh Gott, okay. Dann ab ins Büro. Alter, es wird immer höher hier. Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this. What dark secret was being held from him? What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Okay. Okay. Aber kann man irgendwas finden hier? Stanley just sat around twiddling his thumbs. Trying to input anything on the device was useless, since he could never possibly know that the combination was 2845. Oh, schade. 2845. Ja. Ich mache ja schon. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code. Das sieht nicht korrekt aus. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Okay. Okay. Roter Knopf. Okay. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Es sieht halt alles nicht ganz so frisch hier aus, ne? Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Schwierig. Ja. Also ich meine, ist jetzt nicht. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Nein, das ist auch Mind Control. Nein, ich werde hier nicht sterben. Nein. Ja. Same, aber es ist so. Ich werde nicht sterben, das ist auch wieder. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Nein, ich werde hier nicht sterben. Du lügst mich wieder an. Du bist Teil von der Mind Control Ding. Conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. Ja, das machen wir jetzt. Oh Gott, hat er recht? Oh Gott, hat er recht? Scheiße. Oh nein, ich werde echt sterben, wenn ich da runterfalle, oder?
Da ist rotes Licht. Wo rotes Licht ist, kann eigentlich gar nichts Schlimmes sein. Oder gehe ich doch zurück? As the machine Von wegen, ich sterbe dann. and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs. Ich würde gerne hier raus. Hallo. Ich würde eigentlich gerne gerade, also ich würde eigentlich gerne einfach hier, ja Jungs, tschüss, Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. ich bin noch... Wait. Denkt der Erzähler jetzt, ich bin wirklich tot? Also der Erste? Es gibt nur den Weg, oder? Es gibt nur diesen Weg hier. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? What? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Hä? Das ist der Office-Weg. Bürogrundriss. Dieser Plan zeigt das Büro vom Spielanfang. Der Weg von Stanleys Büro zu den beiden Türen war der erste Teil des Spiels, der gebaut wurde. Im Laufe der Entwicklung wurden Abschnitte hinzugefügt und verändert, aber der Kerngrundriss ist fast identisch zum ersten Durchlauf. Gang. Es war wichtig, das Spieltempo in diesem ersten Abschnitt richtig einzustellen. Dieser Korridor wurde verschoben und verändert, um sicherzustellen, dass der Spieler die beiden Türen in einer guten Zeit erreicht. Die zwei offenen Türen waren der erste konkrete Teil des The Stanley Parable Designs. Als dieser Raum erstellt worden war, entwickelte sich der Rest des Spiels als eine Erweiterung davon, eine Erkundung des Widerspruchs, den dieser Raum darstellte. Das Büro. Knopfgeräusche. Eine Auswahl an Geräuschen, die im gesamten Spiel beim Drücken von Knöpfen verwendet werden. Jedes Geräusch ist eine Mischung aus einem Tastaturanschlag und einem künstlichen Ton. Okay. Das ist, ja, ein Office-Kubus. Aktenschränke. Landschaftsgemälde. Ja. Sieht gut, sieht schön aus. Stanleys Computer. Bürocomputer. Ja, dich konnte ich nicht aus... Oh, jetzt kann ich die ausmachen, okay. Ha. Und wieder Strom gespart.
War es das jetzt echt? Die Stanley-Parabel, Credits. Geschrieben und entworfen von Davy Brandon und William Pfaff. Irgendwie... Hier scheint noch was zu sein. Wartungsraum. Eine erste Version des Wartungsraums. Ja. Das Büro. 431 bis 406. Der Drucker. Ja, der Drucker, der nicht aufhört zu drucken. So wie er selber von sich sagt. Es gibt mehrere Endings? Hä? Aber dann ist das dann schon ein Ending? Von Anthony Elias. Subject, Proposition, 12 Uhr. Partner. Oh. What? Wait, what? Erzähler-E-Mails. Nach dem zweiten Trailer haben wir die Leute darum gebeten, dem Erzähler Fragen per E-Mail zu schicken. Obwohl wir diese für weitere Promomaterial eingeplant hatten, haben wir eine perfekte Anwendung dafür gefunden. Hier sind einige dieser E-Mails. Ach, keine, oder? Keine perfekte Anwendung dafür gefunden, okay. Die Lounge. Der Lastenaufzug. Die zweite Version ist funktional die gleiche wie die im finalen Spiel, aber wir wollten, dass es mehr wie ein Ort aussieht, an dem tatsächlich Fracht gelagert wird. Ah, der Lastenaufzug. Der Lastenaufzug sollte immer die Wahl bieten, auf dem Weg zu bleiben oder auf einem anderen Weg zu springen. Nach dieser ersten Version entschieden wir jedoch, dass wir auch die Option wollten, dass der Spieler in den Tod stürzen kann. Stürzt, okay. Habe ich ja alle Optionen gut abgedeckt. Der Wohnungstimer. In einer früheren Version der Entscheidung, die zum Apartmentende geführt hat, hat ein Timer einem 15 Sekunden Zeit gegeben, um ans Telefon zu gehen. Wenn man nicht ans Telefon... Hat das zu einem anderen Ende geführt? Bin ich wirklich durch? Dass du mir das jetzt alles erzählen? Wartungsraumgrundriss. Es war wichtig, den Lauf der Gänge nach den ersten beiden Türen richtig hinzubekommen, da die Spieler wiederholt durch sie gehen würden. Wir haben eine Reihe von Entwürfen diskutiert, aber letztendlich hat sich die einfachste Variante durchgesetzt. Ja, links durch und dann einfach... Ja. Ja. Meetingraum? Ja. Entschuldigung, ich bin gerade so ein bisschen verwirrt. Sending-Hebel. Diese Hebel waren ursprünglich ein Teil von Sending. Der Spieler sollte an einem Hebel ziehen und der Erzähler sollte beschreiben, an welcher Farbe er gezogen hat. Sending. Dieser Screenshot zeigt eine erste Version des Endes, das als Sending bekannt ist und das letztendlich ausgeschnitten und mit einem anderen Teil des Spiels zusammengefügt wurde. Sending-Modell. Das Sending durchlief viele Anpassungen. Dieser Raum zeigt die vierte Version des Endes und wir dachten, es sei vollständig. Beschlossen aber kurz vor der Veröffentlichung, es zu verwerfen und zu ändern. Ich bin absolut verwirrt gerade. Das Spiel ist jetzt pausiert. Pausemenü. Nach langer Zeit hatten wir ein Ende, das nur endete, wenn der Spieler aus dem Pausemenü neu startete. Leider haben nur sehr wenige Spieler erkannt, dass sie dies tun sollten, was für alle frustrierend war. Okay. Countdown-Schreibtisch. Einer der Schreibtische aus einer ersten Version des Countdown-Endes. Was? Freiheitsende. Das ist das Freiheitsende, wie es in der Beta-Version vorkam. Hä? Überwachungsaufzug. Eine Zeit lang konnte der Aufzug im Monitorraum nach oben oder unten fahren, mit der Freiheit oben und Countdown unten. Das haben wir aufgegeben, weil die Spieler es zu schwierig fanden, sich zu merken, was oben und was unten war, und haben stattdessen die beiden Endungen zusammengelegt.
Ich bin einfach maximal verwirrt. Habe ich das Spiel jetzt geschafft? Muss ich jetzt nochmal spielen? Bürouhr. Chefbüro. Screenshots von der Entwicklung des Chefbüros. Muss ich, also... Solve it. Here, I'm just gonna make this easy on you. Push the number 8. Now, this elevator for sure will get him right back on track to where he was supposed to be. Erzähler-Outtakes. Kevin Britton. Die Stimme des Erzählers hat im Verlauf der 2-jährigen Entwicklungszeit sämtlichen Dialog für das Spiel ungefähr 3-mal aufgenommen. Das sind Clips aus ersten Takes, die im finalen Spiel nicht verwendet wurden. Untergrund. Eine erste Version des Untergrundteils des Spiels. Okay. Immer weiter. Okay, okay. Hier war ich schon. Also dann da oben, wo ich gerade eben den Raum schon gesehen habe, oder? Ist hier noch was? Entschuldige, aber das interessiert mich. Das ist alles Spieldesignmodell. Das ist das Level, das William, der Leveldesigner Davey, dem Autor als seine Art Vorspielstück gestickt hat. Die Stärke des Levels führte dazu, dass William für das Design des gesamten Spiels eingestellt wurde. Obwohl sich viele an der Umgebung geändert hat, ist der Grundriss dieses Modells immer noch im Spiel enthalten. Cool. Okay. Okay, dann jetzt Exit. Ein grünes Exit-Sign, das ist jetzt ja nicht zu, also hört sich nicht zu schlecht an. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. Okay. Das scheint ja okay zu sein. Ich bin wieder hier. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, wir wurden von einer Metallpresse zerquetscht. Was man so alles macht auf einem Montagnachmittag. The Only Paulaner, absolut. Okay. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ja, schade aber auch. Ah, ja. Vielen Dank. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Also, wir können ja wieder zum Chef gehen. Ich glaube, es gab ja noch die Mind-Control-Route, die wir noch nicht genommen haben. Dann mache ich das nochmal. Not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ja, das tue ich. In dieses unglaublich schlimm eingerichtete Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it 2, mean? 4, 8, Stanley 9. wondered aloud Nee. to nobody. 5 am He began Ende. wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret Oh nein. that lay buried below his feet.
and so the boss had assigned it an extra secret pin number, Ooh. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. 9, 2, 8, 4, 5. Yet Oh nein! eventually, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. And Das ist tatsächlich sehr he glatt. stepped into the newly opened passageway. Okay. Ich werde gerne auch noch mal probieren, dann gar keinen, also den Code falsch einzugeben. Das habe ich auch noch gar nicht gemacht. Das könnte auch noch mal gucken, ob da irgendwas bei passiert. Oh, dieses Knallen immer. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Safe 000, ja genau, irgendwie sowas. Irgendwas wird da sein. Oder 6969. Oder das Boobs-Ding. Also 8008. Das gefällt mir nicht, überall das Schwarz. Das gefällt mir gar nicht. Oh, ist ein Knopf. Hier sind Zahlen. 216, 128, 156, okay. The lights rose on an enormous room. Oh, wir sind wieder. Television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Oh Gott, das ist doch der Überwachungsraum. Das wissen wir doch schon. Employee Observation Protocol. Ich kann es leider nicht wirklich lesen. Ah. Now the monitors jumped to life. Their true nature revealed. 427, da bin Each ich. bore the number of an employee in the building. Da ist mein Zimmer. Guck mal da. Stanley's coworkers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. Ja. Aber wirklich. Was ist das da oben? Da oben war gerade ein seltsames Feld. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Oh Was this nein! the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? Oh nein, Stanley hat bei Facebook gearbeitet. Oh, oh nein. Sie haben ihn unter Kontrolle. Pirate? Wieso steht da oben Pirate? Ich verstehe es nicht. Okay. Rotes Licht, Leute. Merkt's euch. Rotes Licht ist immer gut. Nur wenn ihr unter 18 seid, bleibt davon fern. Oh Gott, nein. Dinge, die man nicht auf Twitch sagen darf. So. No. He refused to believe it. He couldn't accept it. Es His kann own nicht sein. life in someone else's control? Nein. Never. It was Niemals. unthinkable, wasn't it? Ja. Was it even possible? Had he truly Nein. spent his entire life utterly blind to the world? But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, eating, working. All of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Nie wieder wollt ihr mich Would dismantle the kontrollieren. controls once and for all. Ich werde euch töten. Dup. Dup. Oh, Dup. 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 Mach Dieb. Dieb. Ah, schön. Okay, Entschuldigung, ich bin ein Spielkind. Sorry. Ihr freut mich. Habe ich so lange gebraucht, bis ich die normal hinbekomme. Mein Controller Status offline. Activate Power Cells. Ich will es nicht wieder aktivieren. Ich will nicht die Mind Control wieder anmachen.
dann... Es geht nicht gut aus. Offline, offline. Das ist alles... Offline ist doch super. Console disabled. Okay. Mind Control Status offline. Mind Control Status. Ich liebe das. Ich liebe das. Oh, großer roter Knopf. Großer roter Knopf macht Bumm. Macht nicht Bumm. Oh, okay. Okay, dann will ich aber noch mal gucken. Was ist das da hinten, wenn ich die anmache? Die Mind-Control-Dinger, da war ja auch noch ein Knopf dran. Wir Knöpfe drücken. Puh, da passiert gar nichts. Okay, na gut, das heißt, ich muss weiterlaufen. Oh, ich kann hier hoch? Kann ich nicht. Okay, das ist ein Weg davor. Ist hier unten noch irgendwas drin? Oh, ein Weg? Kann ich hier raus? Nee. Alle Türen sind zu. Hier unten ist nichts, außer schönes rotes Licht. Dann kann ich ja ohne Probleme einfach weitergehen in den nächsten Raum. Mein Control-Status offline. Ist doch super. Wieso ist hier eine 5? Hallo 5. Okay. Mind Controls idle, awaiting input. System Power. When at last he found the source of the room's power, he knew it was his duty, his obligation, to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Oh, Stanley, you didn't just activate the controls, did you? After they kept you enslaved all these years, you go and you try to take control of the machine for yourself. Is that what you wanted? Control? Yes! Oh, Stanley, I applaud your effort, I really do. But you need to understand, there's only so much that machine can do. You were supposed to let it go. Turn the controls off. Aber ich will nicht wieder Frozen If you singen. want to throw my story off track, you're going to have to do much better than that. I'm afraid you don't have nearly the power you think you do. For example, and I believe you'll find Das this sehen wir mal. pertinent, Stanley suddenly realized he had just initiated the network's emergency detonation system. In Was? the event that this machine is activated without proper DNA identification, nuclear detonators are set to explode, eliminating the entire complex. How long until detonation then? Let's say, 2 minutes. Ah, now this is making things a little more fun, isn't it, Das Stanley? hätte besser laufen können. Time to shine. You are the star. It's your story now. Shape it to your heart's desires. Oh, this is much better than what I had in mind. What a shame we have so little time left to enjoy it. Mere moments until the bomb goes off. But what precious moments each one of them is. More Was soll ich time machen? to talk about you, about me, where we're going, what all this means. I barely know where to start. Ah, du Arschloch. Du Arschloch. You'd like to know where your co-workers are. 2, A moment of 1, solace before you're obliterated. 2. All right, I'm in a good Wo ist die mood. 3? You're gonna die anyway. I'll tell you exactly what happened to them. Ist die 3 da oben? I erased them. I turned off the machine. I set you free. Of course, What? that was merely in this instance of the story. Nein, wo ist die 3? Sometimes when I tell it, I simply let you sit there in your office forever, pushing buttons endlessly and then dying alone. Other times, I let the office sink into the ground, swallowing everyone inside, or I Was? let it burn to a crisp. I have to say this, though, this version of events has been rather amusing. Watching you try to make sense of everything and take back the control wrested away from you, it's quite rich. I almost hate to see it go. But I'm sure whatever I come up with on the next go-around will be even better. Oh Gott, oh My Gott. goodness, only 34 seconds Das left. gefällt mir gar nicht. But I'm enjoying this so much. You know what? To hell with it. I'm going to put some extra time on the clock. Why not? These are precious Das additional war nicht das seconds. Richtige, was ich gemacht Time habe. doesn't grow on Shit. trees.
Oh dear me, what's the matter, Stanley? Is it that you have no idea where you're going Hat er or what you're provided supposed to be 5? doing right now? Or did you just assume when you saw that timer that something in this room was capable of turning it off? I mean, look at you. Running from button to button, screen to screen, clicking on every little thing in this room. Ja! These numbered buttons. No, these colored ones. Ja! Or this big red button. Or this door. Oh, du bist so ein Arschloch. Anything. So ein Something here will Arschloch. save me. Why would you think that, Stanley? That this video game can be beaten? Won? Sold? Do you have any idea what your purpose in this place is? Stanley, you're in for quite a disappointment. But here's a spoiler for you. That timer isn't a catalyst to keep the action moving along. It's just seconds ticking away to your death. You're only still playing instead of watching a cutscene because I want to watch you for every moment that you're powerless. To see you made humble. This is not a challenge. Das funktioniert? It's a Die sind an. tragedy. You wanted to control this world, that's fine. Das ist absolut I'm irre, ja. destroyed first, so you can't. What? Take a look at the clock, Stanley. That's 30 seconds you have left to struggle. 30 seconds until a big boom and then nothing. No ending here. Just you. Enable being backup power to alone. activate, was? Will you cling desperately to your frail life, or will you let it go peacefully? Another choice. Make it count, or don't. It's all the same to me, all a part of the joke. And believe me, I will be laughing at every second of your Was? life from the moment we fade in until the moment I say happily ever after.